dann haben wir ja auch noch die wunderbaren Gruppenenergiebehandlungen von Christina. Und da hat Christina sich so gefreut über eure Rückmeldungen der ersten 3 Behandlungen, die sie euch kostenlos angeboten hat. Und es waren einfach so viele und so wunderbare Rückmeldungen. Und Christina bietet ja jetzt vorerst nur in der Community, also exklusiv für Community-Mitglieder, ihre Gruppenenergiebehandlungen an. Und die haben immer ein Thema, also da kann man sich anmelden und ist dann dabei, und es hat ein Thema, der Ausgleich der männlichen und weiblichen Energien. Und ich freue mich riesig, dass das so gut ankommt bei euch. Ich war mir sicher, dass es das tun würde. Und ja, ich freue mich einfach, denn wenn Christina, das merkt man ja auch immer bei den Meditationen, ich spreche die Meditation und Christina macht die Energieausstrahlung, und wenn ihr dann mit eurem Herzfeld dabei seid, all das zusammen gibt einfach ein wunderschönes Feld. Und es freut mich riesig, dass ihr heute alle dabei seid. Dann wollen wir mal anfangen. Ich merke schon, wie viele von euch heute dabei sind. Merkst du es auch, Christina? Mhm. Gell? Es ist einfach immer wunderbar. Hier eine Frage, dass du wiederholt gesagt hast, dass es unsere Entscheidung sei, auf die Erde zu inkarnieren, und dass dies mit unseren gesetzten Aufgaben, die erledigt wurden oder nicht, zusammenhängt. Bisher war ich in dem Glauben, wie er von vielen traditionellen Glaubenssystemen wiedergegeben wird, dass es um den Ausstieg geht aus dem Kreislauf der Wiedergeburt und dass das mit der Höhe der spirituellen Entwicklung zu tun hat, ob man wieder inkarniert oder nicht. Und du beschreibst es als eine freie Entscheidung. Und die Person, die das fragt, bringt diese beiden Dinge nicht ganz zusammen. Also, wenn wir in der geistigen Welt sind, dann ist es ja so, dass wir uns überlegen, warum wollen wir inkarnieren? Also zum Beispiel auf der Erde, aber wir könnten ja auch auf einem anderen Planeten inkarnieren. Und eigentlich egal, wo wir inkarnieren, ob es die Erde ist oder sonst irgendwo, wir auf unserer seelischen Ebene überlegen uns, warum kommen wir? Und dieser Grund, warum wir inkarnieren, der hängt schon mit unserer seelischen Entwicklung zusammen. Also es gibt Dinge, wo wir als Seele merken, das können wir am besten lernen, wenn wir zum Beispiel auf der Erde inkarnieren. Und wenn wir irgendwann in der geistigen Welt sind und von unserer seelischen Entwicklung her in dem Zustand sind, dass wir merken, eine Inkarnation bringt mir gar nicht mehr das, was ich eigentlich möchte, dann inkarnieren wir nicht mehr. Dann gibt es andere feinstoffliche Ebenen, wo wir dann sein können. Danke, Christina, aber es ist ja auch so, dass einige Seelen, jetzt zum Beispiel wie du, aber auch wirklich viele, die jetzt hier sind, Millionen auf diesem Planeten, sind ja einfach absichtlich hierher gekommen, um hier mitzuhelfen. Und viele Menschen haben ja das Gefühl, ja, und dann, wenn man erstmal hier inkarniert ist, dann ist man sozusagen wie zwingend in dieses Rad der Wiedergeburt drin, weißt du, wie so ein Hamsterrad, wo man ständig wieder Karma anhäuft und dann muss man wieder kommen, um das wieder aufzulösen. Und
Also viele Menschen haben ja diese Vorstellung und erst wenn wir alles aufgelöst haben und wenn wir in unserem Bewusstsein eine bestimmte Höhe erreicht haben, dürfen wir so quasi da wieder aussteigen. Also das klingt ja so, als würde man davon ausgehen, dass irgendein Wesen von außen einem dazu zwingt. Also Also weißt du, wenn du das so sagst. ja, irgendwie. also ich glaube, in den Traditionen, wo das mit Karma und das Rad, wo das so heißt, Rad der Wiedergeburt, ist es auch irgendwie nicht, dass jemand einem dazu zwingt, aber dass das Gesetz des Karma quasi so ist, dass wir erst dann, wenn wir völlig rein sind und nichts, also ja, uns nichts mehr zu Schulden haben kommen lassen, weil auch das Karma hat ja oft für viele Menschen was mit Schuld auf sich laden zu tun. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also Karma ist ja nicht in dem Sinne etwas Negatives. Karma ist ja einfach, also bedeutet ja, dass das, was wir energetisch aussenden, durch die Dinge, die wir tun, dass das wieder zu uns zurückkommt. Und das kann genauso im Positiven sein. Und das mit der Wiedergeburt, das ist ja nicht etwas, wo uns jemand dazu zwingt, sondern das sind ja wir auf seelischer Ebene, weil wir merken, für das, was wir als nächstes lernen oder erleben wollen, ist eine Inkarnation am sinnvollsten. Und natürlich hat das auch mit Dingen zu tun, wo wir vielleicht in früheren Leben dann gemerkt haben, dies und jenes wollen wir lernen, zum Beispiel. Aber es ist immer noch unsere Entscheidung, dass wir dann inkarnieren. Und diese Ebene, wo Seelen nicht entscheiden konnten, die ist ja aufgelöst. Und von dem her ist das Wiedergeburt, das ist ja nichts Schlimmes. Das ist ja, wenn eine Seele das selber wählt, dann ist das eine ganz weise Entscheidung, weil sie weiß, das ist das, mit der sie das, was sie sich ausgewählt hat, am besten machen kann. Ja, danke, liebe Christina. Und ich glaube, hier in dieser Gruppe sind wirklich, wirklich viele, sonst wären sie nämlich nicht in dieser Gruppe und so hätten sie keine Resonanz zu deinen Botschaften, die wirklich sich entschieden haben, ja, wir wollen hier das Beste tun, wir wollen die beste Version von uns sein in möglichst vielen und möglichst allen Lebenslagen und immer wieder und uns jeden Tag neu dafür entscheiden, denn das ist ja das wirkungsvollste und Beste, was wir schon tun können. Und es ist viel wirkungsvoller, als wir wissen. Wir vergessen das nur immer und wir werden auch absichtlich auf die Spur des Vergessens geführt, immer wieder. Christina, da kommt eine Frage. Übrigens, Rose aus Neuseeland. Ja, du kannst Fragen auf Englisch stellen. You can ask questions in English and I will translate them into German. Hier fragt jemand, wie das denn ist mit dem freien Willen. Einerseits sagt die geistige Welt wiederholt, wie wichtig es ist, dass individuell und gesellschaftlich der freie Wille von anderen beachtet und respektiert wird, und andererseits übergehen die sogenannten dunklen Kräfte regelmäßig den freien Willen nicht nur von einzelnen Menschen, sondern sogar kollektiv, wie zum Beispiel bei Kriegen, Organisieren von angeblichen Peaks-Zeugs da und im Endeffekt ganz andere dunkle Absichten haben. Und warum ist das so, dass die dunklen Kräfte unseren freien Willen regelmäßig übergehen können? Also bei vielen Menschen ist das ja nur möglich, weil sie gar nicht wissen, was passiert. Also wenn die meisten Menschen wissen würden,
dass sie manipuliert werden und wie sie manipuliert werden, dann wird da ja jeder normale Mensch da gar nicht mehr drauf eingehen. Und dann wäre es auch nicht möglich, dass die Dunkelkräfte jemand manipulieren können. Das funktioniert ja meistens wirklich nur, weil die meisten Menschen halt sehr unbewusst sind und vieles nicht hinterfragen und dadurch dann auch offen sind für die Manipulation. Einfach weil sie es nicht wissen, dass es das überhaupt gibt. Weil die meisten Menschen draußen in der Welt, die wissen das ja wirklich nicht. Und das ist ja für viele auch ein großer Schritt, wenn sie das rausfinden müssten. Und viele Menschen haben einfach seelisch gar nicht diese Kraft, um irgendwie damit umgehen zu können. Weil man dann ja rausfinden müsste, wie viel von dem, was man mal glaubte, das wahr ist, gar nicht wahr ist. Und darum gibt es Menschen, die bleiben lieber ihr Leben lang in dieser Manipulation, selbst wenn andere ihnen sagen, dass es noch eine andere Wahrheit geben würde. Weil die dunklen Kräfte können am Ende nichts machen, wenn wir Menschen, auch wenn es nur unbewusst ist, wenn Menschen nicht offen sind für die Manipulation, dann können die dunklen Kräfte nichts machen. Aber wenn da irgendeine Resonanz ist oder halt ein blinder Fleck, wenn da etwas Unbewusstes ist, dann ist das ein Eingangstor. Und von denen gibt es halt kollektiv wirklich sehr viele. Ja, danke schön. Es ist ja der große Unterschied zwischen den lichtvollen Kräften und den dunklen Kräften, dass die lichtvollen Kräfte sich an das universale Gesetz halten, das nicht ohne Einverständnis eingegriffen werden darf. Oder? Mhm. Und die dunklen Kräfte machen es halt einfach, weil sie sich eben nicht an die universalen, göttlichen, liebevollen, schöpferischen Gesetze halten. Das ist eben genau das, was den Unterschied ausmacht. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass wenn wir Hilfe wollen und brauchen, dass wir darum bitten und das den lichten Kräften kundtun überhaupt, oder? Dass wir denen das sagen. Ja, also wenn wir zum Beispiel möchten, dass unsere Schutzengel uns helfen, dann müssen wir ihnen das ja sagen und auch sagen, bei welchem Thema wir Hilfe möchten.